Mein Name ist Dr. Dittmar. Ich habe das große Glück, seit 24 Jahren hier bei Bayern 04 tätig sein zu dürfen. Nachdem ich zunächst als internistischer Mannschaftsarzt tätig war, bin ich seit 15 Jahren Leiter der medizinischen Abteilung. Wir haben heute einen Medizincheck geplant. Da haben wir dieses Jahr ja viel Übung drin. Wir hatten ja schon so ein paar Spieler in dieser Saison. Heute kommt der Jonas Omlin, ein Torhüter. Standardvorgehen. Wir beschäftigen uns natürlich vor einem Transfer mit den Spielern und dem, was da in der Historie bekannt ist. Klar, da liegt ein besonderer Fokus drauf, aber manchmal ist es so, der Teufel liegt im Detail und die Schulter war immer das Problem. Jetzt ist das Knie das Problem beispielsweise. Das gibt's alles. Jonas, erstmal herzlich willkommen. Vielen Dank. Du willst uns ja zumindest das nächste halbe Jahr unterstützen. Wenn du mich lässt. Plan ist also heute der folgende. Wir werden im Ultraschall die inneren Organe untersuchen. Es geht weiter mit der Herzuntersuchung. Das ist das, was unsere Sportkardiologin durchführen wird. Wir werden eine Belastungsuntersuchung machen, wobei es nicht um Leistungsfähigkeit geht, sondern um Herzgesundheit. Es geht uns halt darum, dass wir halt im Vorfeld versuchen, Risikosituationen zu eliminieren und wie gesagt, nach dem Infekt beispielsweise relativ leicht sehen können, ob da alles noch okay ist, ob eventuell da Veränderungen sind und dann großzügig den Spieler auch mal rausnehmen können zu seiner Sicherheit. Ne? Denn nach so einem Infekt, ja, das kann halt immer mal was sein und es ist halt sehr, sehr einfach, das zu sehen, dass eben nichts ist und der Spieler fühlt sich besser und wir natürlich auch. Wir haben schon 90% der gewünschten Ausbelastungsfrequenz, das heißt, hast es bald geschafft. Liegen jetzt bei knapp unter 300 Watt. Das ist schon anstrengend, oder? Spürt man im Bein. Ja. Der zweite Teil wird heute sein bei meinem Kollegen Stefan Porten. Das wird dann in der Bayer Arena stattfinden. Eine orthopädisch-körperliche Untersuchung. Wir haben ein Standardvorgehen. Ne? Standardvorgehen betrifft die Sprunggelenke, betrifft die Knie, betrifft die Oberschenkel, betrifft das Becken, betrifft die untere Wirbelsäule. Beim Torhüter halt im Besonderen auch noch die Schultern kommen dazu. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Stefan. Servus, hallo. Ja, Kreuzband ist gut, ne? So, Bizepssehne. Oh, die ist dick. Ist gut. Tut nicht weh, ne? Beide einmal Ellbogen wegdrücken. Yes. Nach innen drücken. Jawohl. Nach außen. Yes. Das ist wirklich super gemacht. Die Schulter ist ja ein Gelenk, was sehr, sehr beweglich ist. Da gucken wir dann schon drauf, dass auch jeder Muskel einmal abgetestet wird, ja, und dass die volle Kraftentfaltung auf beiden Seiten gleich ist. Nächster Step ist, kriegst MRT beide Sprunggelenke, beide Knie, Becken, LWS, beide Schultern. Das ist jetzt der nächste Step für mich heute. Ja. Dann am Ende setzen wir uns zusammen, fassen die Dinge gemeinschaftlich zusammen, der orthopädische Kollege und ich. Wir erstellen dann ein Gutachten für unsere sportliche Leitung. Wobei das Alte, was es man immer so hört, der ist bei der medizinischen Untersuchung durchgefallen. Das gibt es nicht, sondern wir erstellen ein Profil des Spielers und stellen Risikosituationen dar. Wollen wir zum Beispiel sagen, der Spieler hätte eine Verletzung des Meniskus, dann würden wir sagen, okay, da ist eine degenerative Veränderung im Meniskus. Wir haben ein gewisses Risiko, dass innerhalb der nächsten Zeit, der nächsten 1-2 Jahre, das kann in 2 Wochen, aber auch in 2 Jahren oder gar nicht sein, ein Ausfall mit einer notwendigen Operation entsteht. Der Spieler wird dann 6 Wochen ausfallen ungefähr, so als Planung. Und damit muss der Sport dann umgehen und sagen, okay, wollen wir nicht. Wenn ein Spieler sich verletzt, das Erste, was passiert, ist natürlich, dass der orthopädische Mannschaftsarzt, das ist der Stefan Porten und der Philipp Bernstein im Moment, auf den Platz läuft, gemeinsam mit dem diensthabenden Physiotherapeuten. Das ist üblicherweise im Moment der Ilhan Yu. Und erstmal eine Ersteinschätzung auf dem Platz machen. Wobei ganz viel der Ersteinschätzung macht der Spieler selber, der sagt, ich kann weiter oder ich kann nicht weiter. Dann wird der Spieler, wenn er nicht weiterspielen kann, rausbegleitet. Üblicherweise ist es dann so, weil wir 2 Ärzte haben, der Orthopäde bleibt zumeist dann auf der Bank
Ich nehme den Spieler mit einem Physiotherapeuten, wir gucken uns dann in den Katakomben, sei es hier oder auswärts an und überlegen, wie es weitergeht. Leg mal hin, entspann hin. Da. Ja. Dann geht es, je nachdem, wenn wir nicht klarkommen, in unserem eigenen Bereich, dass wir eventuell externe Diagnostik durchführen. Das kann dann ein MRT sein. Nach einem solchen MRT setzen wir uns zusammen, überlegen gemeinsam, was ist das für eine Verletzung. Eventuell befragen wir den Radiologen dazu auch noch. Und dann geht es halt natürlich sofort los. Wie gehen wir damit um? Was muss gemacht werden? War gut? Okay. Sí, señor. Können wir das konservativ behandeln? Muss der Spieler gar operiert werden? Oder? Ich muss sagen, jetzt geht's noch. Ja, das kommt so eine Stunde dann. Ja. Letztes Mal war es auch, als ich hier weggegangen bin, dann kam es nach der Röhre, also in so einer halbe, dreiviertel Stunde sowas. Ja. Und dann immer beim Aufstehen die ersten Schritte. Ja. Also kannst du merken, 2 Tage lang. Ja, das wissen wir. Es gibt so verschiedene Phasen einer Rehabilitation. Es gibt erstmal die klassische Reha-Phase. What do you think? The pain is maybe 50% less? Yeah, less. 50% less. This is the medial part of the Yeah, that's- plantar fascia. Yeah? That's good. When I push here, Yeah, when you push the really bone, hard. Yeah. Can you make my toes look nice in the video? Yes. Die erste Phase ist halt, wo wir hier in der Reha quasi den Spieler so weit fit halten, dass er im Rahmen der Lizenzabteilung unten zunächst individuell trainieren kann. Da haben wir unseren ganz hervorragenden Individualtrainer, den Daniel Jevin. In der Tat gelingt uns manchmal, dass wir auch bei 110 oder 120% sind. Das war also durchaus auch mal Defizite, die der Spieler hatte, in der Reha-Zeit aufarbeiten konnten. Und also mancher ist schon aus einer Verletzung besser rausgekommen, als er reingegangen ist. Jeder Spieler hat ja seine Bewegungsabläufe, die man am besten kennenlernt, wenn man die Spieler jeden Tag sieht. Und das hilft mir dann, wenn ich das Spiel am Wochenende oder in der Woche betreue, zu sehen, läuft der Spieler rund, ja, oder es stimmt in dem Bewegungsablauf irgendwas nicht. Des Weiteren machen wir natürlich hier draußen auch die Erstversorgung, wenn sich ein Spieler verletzt, den beim Training direkt zu sehen, wie ist der Mechanismus. Das hilft uns natürlich später auch, dann die Verletzung besser zu beurteilen und zu therapieren. Kannst dich wieder ins Warme verdrücken, ne? Ja, ja, hier, ein Tag mit. Ja. Das ist eine große Ehre. Ja. Wir haben natürlich unsere Ärzte hier zuvorderst, wir haben eine begleitende Kardiologin, dann haben wir natürlich die Physiotherapie, wir haben Reha-Therapeuten, wir haben Reha-Koordinatoren, wir haben Reha-Trainer. All das gehört zur Medizin. Und natürlich nicht nur im Bereich der Lizenzmannschaft, sondern wir versorgen ja auch die Jugend komplett bis hin zu 8 quasi. Wir versorgen die Frauenbundesligamannschaft und auch die zweite Frauenmannschaft. Also dann gehört zu unserem Team noch die Sportpsychologie, Sportwissenschaften, Athletik. Das sind wirklich ganz eng beieinander stehende Bereiche. Wir haben vormittags immer Werte, die wir bestimmen, wenn die zum Check-in reinkommen, die uns dann Auskunft darüber geben, wie belastet ist der Spieler. Die werten wir aus, die haben wir mittags vorliegen und können anhand derer Daten dann auch immer sagen, für den Spieler war das Spiel so intensiv, der braucht vielleicht ein bisschen mehr an Regeneration, aber das ist natürlich bei den englischen Wochen das A und O. Training is tough. We train like we play. It's intense. persönlichen Videografen dabei. It's intense. It's okay. Danke schön. Bitteschön.